Wie schon letzte Woche angekündigt, würde ich gern heute wieder auf eine Zuschauerfrage eingehen, die mich direkt unter dem Video erreicht hat. Und zwar geht es dieses Mal um das Gesamtdelta im Portfolio und auch das Gesamttheta. Wie man sich das richtig anzeigen lassen kann, darum soll es in diesem Video gehen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse& Co. einfach erklärt, heute wieder mit einem herzlichen Gruß aus der Hamburger City. Und bevor es richtig losgeht, dieses Video wird wieder von links präsentiert und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Also, wie gesagt, es geht um Gesamtdelta und Gesamttheta und zwar im Portfolio. Wenn ihr das auch in den anderen Reitern haben wollt, also zum Beispiel hier Watchliste, dann müsst ihr das über einen anderen Weg eingeben, aber ich werde euch das jetzt beide Möglichkeiten zeigen. Ihr habt ja wie immer verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt hier oben links über das Bearbeiten gehen und dann über globale Konfiguration. Ihr könnt aber auch direkt rechts hier über das kleine Rädchen gehen und dann auf Konfigurieren klicken. Dann macht sich dieses Fenster auf und wenn ihr es im Portfolio-Fenster haben wollt, dann müsst ihr hier auch tatsächlich auf der linken Seite in der linken Spalte auf Portfolio-Fenster klicken und dann Kursmonitor auswählen. Normalerweise macht das System das auch automatisch, wenn ihr über das kleine Rädchen hier auf der rechten Seite geht. Und wenn ihr dann hier oben unter verfügbare Spalten in das weiße Feld reinklickt und dann anfangt zu schreiben mit Portfolio, dann seht ihr schon Portfolio Delta, Gamma, Theta und Vega. Ihr könnt es aber auch hier gibt es verschiedene Wege, direkt über die Griechen gehen und dann seht ihr auch, dass sich dann ein weiteres Fenster aufmacht und ihr auch hier dann die Auswahl habt, Portfolio Delta anzuwählen und auch Portfolio Theta wie auch Gamma und Vega. Wir nehmen jetzt einmal Portfolio Delta, dann auf Hinzufügen und dann seht ihr schon, dass sich das Portfolio Delta hier unten angefügt hat. Das Video hat dir weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Hilfe, damit der Kanal schnell weiter wachsen kann. Indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, tolle Kommentare dalässt und den Thanks-Button ausprobierst. Vielen Dank! Ihr könnt hier auch die Position direkt verschieben. Jetzt ist es so, dass sich das Portfolio Delta ganz rechts einfügen würde. Also in eurem Portfolio wird die Spalte dann hier ganz rechts am Rand erscheinen. Wenn ihr sagt, oh, ich möchte das aber woanders hin haben, dann klickt ihr es einmal an, dass es markiert ist und dann könnt ihr mit den Pfeiltasten es an die Position verschieben, wo ihr es haben wollt. Ich lasse es jetzt ganz unten, dann auf Übernehmen und OK. Und dann seht ihr, dass sich das hier ganz außen eingefügt hat, Portfolio Delta. So genau diesen Weg geht ihr dann auch mit dem Theta, konfigurieren, dann noch einmal hier oben Portfolio und dann Theta wieder hinzufügen und dann hat sich das wieder unten angehängt, dann übernehmen und OK und dann habt ihr auch das Portfolio Theta. Wenn ihr jetzt das händisch verschieben wollt, das geht auch, dann einfach linke Maustaste gedrückt halten und dann könnt ihr die Spalte dorthin schieben, wo ihr sie hinhaben wollt, loslassen, dann werdet ihr noch einmal gefragt, ob ihr wirklich sicher seid, das so zu machen, dann klickt ihr das an, dass ihr das haben wollt und dann seht ihr, dass sich Portfolio Theta in diesem Fall dann hier vorne eingefügt hat. Wenn ihr das in einen eurer Reiter mit einfügen möchtet, dann müsst ihr einen anderen Weg gehen und zwar wieder auf Konfigurieren. Und dann seht ihr schon, dass das diesmal nicht das Portfoliofenster ist, sondern Kursmonitor. Es kann sein, dass es hier ein anderes Zeichen vorneweg ist. Ich bin jetzt bei IB. Das kann hier dann, ja, ich weiß nicht, wo ihr seid, CapTrader sein. Das kann dann ein bisschen anders aussehen. Und wenn ihr dann Kursmonitor auswählt, müsst ihr dann
Standard-Layout auswählen und dann ist es tatsächlich der gleiche Weg. Wieder hier oben rüber, Portfolio auswählen und dann könnt ihr auswählen, was ihr haben möchtet. Wir nehmen noch einmal das Portfolio Delta. Genau die gleiche Möglichkeiten habt ihr auch hier, dass ihr das verschieben könnt über die Pfeiltasten. Wir übernehmen und OK. Und dann seht ihr, dass ihr hier ganz am Rand Portfolio Delta eingefügt habt. Auch das könnt ihr dann dementsprechend verschieben, wo ihr es hinhaben wollt. Und auch hier werdet ihr gefragt, ob ihr das wirklich machen möchtet, ob ihr sicher seid. Und dann klickt ihr das an, bestätigt es praktisch und dann habt ihr das Portfolio Delta dann hier vorne eingefügt. Auch das könnt ihr natürlich wieder rückgängig machen, indem ihr es wieder ganz nach hinten schiebt. Das ist kein Problem. Dann einmal wieder bestätigen und dann habt ihr das Portfolio Delta wieder ganz am Schluss. Jeder ist da ja ein bisschen anders, jeder hat es gern etwas anders. Wenn ihr es einmal in eine Liste eingefügt habt oder eine Reiter eingefügt habt, den ihr selbst angelegt habt, dann seht ihr, wenn ihr die anderen anklickt, dass es automatisch dann da auch ist. Also das Portfolio selbst ist immer eigenständig und die anderen Reiter, die ihr selbst angelegt habt, die sind identisch und da ist dann überall tatsächlich das Portfolio Delta mit drin. So, so viel dazu. Falls da noch Fragen zu sind, natürlich sehr, sehr gerne anschreiben. Und dann haben wir noch den Wochenausblick, beziehungsweise das, was jetzt in der nächsten Zeit kommt. Jetzt am Freitag freue ich mich besonders drüber. Viele von euch werden ihn kennen, so rum ist es richtig. Erich Ludwig ist auf mich zugekommen, hat gefragt, Mensch, Nicola, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Freue ich mich natürlich riesig drüber, dass er mich angeschrieben hat. Er ist einer der Gründer von die Trade Heldenakademie. Autor verschiedenster Bücher. Er hat den Indikator COT Grandmaster Suite entworfen und den stellt er jetzt auch übermorgen hier auf meinem Kanal vor. Auch das neue Buch, was jetzt Mitte Dezember rauskommen wird, da haben wir auch für beide Möglichkeiten etwas, ja, Reduziertes wieder für euch geschaffen, so dass ihr auch über diesen Kanal, so wie ihr es schon gewohnt seid, wieder einen günstigeren Preis bekommt. Am nächsten Montag ist dann die Options-App wieder da. Der Sebastian Legrand stellt wieder ein neues Tool vor, eine neue Möglichkeit, die man mit der Options-App nutzen kann. Und nächsten Mittwoch bin ich dann wieder dran. Da werde ich dann wieder eine Frage beantworten, die Links mir hat zukommen lassen, also Linksbroker, die dort sehr oft im Kundenservice angefragt wird. Und dann nächsten Freitag ist dann wieder Marina Godova da mit einem Mindset-Thema von Dr. Joe Dispenza. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch und eure Trades auf und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Genau, mit Erik Ludwig. Freut euch drauf. Das ist wirklich eine klasse Geschichte und ja, auch eine ganze Ecke noch professioneller, der Indikator. Bis dahin, ich wünsche euch einen tollen Tag. Ciao.